Deutsch lernen durch Hören. Eva wurde gefeuert. Es klingelt. Laura öffnet die Wohnungstür. Draußen steht ihre Freundin Eva. Sie sieht ganz verweint aus. »Hallo Eva, was ist denn passiert? Du bist ja ganz aufgelöst. Komm rein und setz dich zu mir in die Küche. Ich mache uns einen Kaffee.« Die beiden sitzen am Küchentisch. Eva rührt mit dem Löffel in ihrer Tasse herum. Sie ist ganz still. »Komm, Eva, hör auf zu rühren. Was ist denn los mit dir?« Eva beginnt zu weinen. »Ich wurde gefeuert!« Laura nickt. Das hatte sie erwartet. Sie kennt Eva schon lange. Eva ist oft unpünktlich. Sie ist ein Nachtmensch und hat es schwer, morgens aufzustehen. Deshalb kommt sie meistens zu spät zur Arbeit. Laura hat ihr schon mehrmals geraten, sich einen anderen Job zu suchen. Als Verkäuferin in einer Bäckerei muss sie morgens schon um 6:30 im Laden stehen. Das passt gar nicht zu ihrem Biorhythmus. Laura nimmt Eva in die Arme. Sie tröstet sie. »Schau mal, Eva, davon geht die Welt nicht unter.« Aber Eva weint immer noch. »Wovon soll ich denn jetzt die Miete bezahlen? Ich wurde gefeuert, weil ich immer zu spät kam. Das steht auch so in der Kündigung. Jetzt bekomme ich eine Sperrzeit vom Arbeitsamt. Sie zahlen erst nach 6 Wochen Arbeitslosengeld.« »Das ist natürlich gemein«, sagt Laura. »Wir müssen mit deinem Vermieter reden. Ich kann dir dabei helfen.« »Das ist lieb, aber ich brauche ganz schnell einen neuen Job.« Eva ist verzweifelt. Doch Laura hat eine Idee. »Bei uns gegenüber ist ein Kiosk. Da hängt ein Schild. Sie suchen jemanden für die Spätschicht. Wäre das nicht etwas für dich? Damit wären 2 Probleme auf einmal gelöst. Du hättest Arbeit und du könntest jeden Tag ausschlafen. Das ist doch ideal für Nachteulen wie dich.« Jetzt kann Eva wieder lachen. »Gute Idee. Ich laufe schnell runter und frage, ob die Stelle noch frei ist.« Aber erst will sie den Kaffee austrinken. Den mag sie lieber, wenn er noch heiß ist. Deutsch lernen durch Hören.